Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Videoreihe Unsere Hunde. Und ich freue mich sehr, Ihnen heute den Cane Corso Jungrüden Buddy und seinen besten Freund, den französischen Bulldog Rudi, vorzustellen. Ja, dieses ungleiche, aber tolle Gespann lebt mit Peter und Familie zusammen in Bad Vöslau in Österreich. Peter ist ein sehr erfahrener Hundemensch. Und lange vor Buddy und Rudi besaß er einen ehrlichen Leonberger. Nach diesem Leonberger erwarb er seinen ersten Cane Corso, welcher stolze 12,5 Jahre alt wurde. Ich würde sagen, Peter ist also etwas Legionärs erprobt. Den Erwerb von Buddy, also den Cane Corso, den möchte ich als vorbildhaft beschreiben. Denn Peter macht es sich hier absichtlich schwer, um sicherzugehen, einen Welpen aus fantastischer Zuchtstätte zu erhalten. Ein sehr bekannter Züchter und Zoodirektor aus Prag, welcher auch genetische Forschungen der Rasse Cane Corso durchführt und von dem man weiß, dass er äußerst viel Wert auf gesunde und wesensfeste Legionärshunde legt, der hatte es Peter angetan. Er wusste, dass der Erwerb eines Welpen dieses Herrn kein Spaziergang wird, denn dieser Züchter zerlegt zukünftige Besitzer seiner Hunde von A bis Z. Und das ist auch gut so. Doch Peter hatte ein Ass im Ärmel. Denn nachdem er diesen Züchter zum wiederholten Mal auf Ausstellungen getroffen hatte, half er ihm schließlich dabei, ein von diesem Züchter geschriebenes Buch vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Nun, somit war der Weg für einen Welpen dieses Herrn geebnet. Und so kam das auch, denn kurze Zeit später zog Buddy im Alter von 8 Wochen bei Peter und Familie ein. Da wartete schon der französische Bulldog Rudi auf ihn, der schon einige Jahre hier lebte. Rudi entstammt einer eher weniger fürsorglichen Zuchtstätte aus Österreich, sagte mir Peter. Doch das erkannte die Familie erst später. Hier dürfte es sich um eine Zuchtstätte gehandelt haben, deren Hauptziel der Profit war, weniger die fürsorgliche Zucht der Hunde, soweit ich das verstanden habe. Allerdings war er jetzt da, was bedeutete, er wird ohne Wenn und Aber geliebt. Rudi hat einige Probleme mit Bandscheiben vorzuweisen und er hat schon eine Nasen-OP bei einem ganz bekannten Spezialisten für kurzschnäuzige Hunde hinter sich. Dieser Spezialist praktiziert, soweit ich weiß, in Baden, also nicht weit von mir entfernt. Und ein anderer meiner Zuseher war ebenfalls schon dort mit seinem English Bulldog und ließ ihn erfolgreich operieren. Doch dazu etwas später. Ja, Buddy und Rudi sind ein Team und harmonieren toll miteinander. Buddy, der Cane Corso, wird im April 2024 jetzt 6 Monate alt. Peter teilte mir mit, dass er den Züchter vor dem Erwerb Buddys um einen Welpen mit niedriger Energie gebeten hat. Und genau das hat er mit ihm bekommen, denn er sagte mir, dass Buddy sehr lernwillig und folgsam ist, aber manchmal vielleicht etwas zu ruhig ist. Na, was jetzt, Peter, was willst? Buddy hat aktuell um die 30 Kilo und zeigt sehr ausgewogene Anatomie für einen Junghund, möchte ich mal sagen. Denn Sie wissen, speziell bei Molossern, die sich sehr lange auswachsen, kommt es vor, dass die Körperteile zu verschiedenen Zeitpunkten beginnen anzuschieben. Ich weiß noch, wie das bei meinem Tosa Inu, dem Shiro, war, der leider viel zu früh verstorben ist. Da schob manchmal der Kopf an, während der Körper stillstand. Dann war es umgekehrt, dann tat sich beim Kopf überhaupt nichts. Und der Rücken wurde länger, das sah teilweise fürchterlich aus. Ja, also bei Buddy ist das aktuell noch nicht so. Hat eine sehr ausgewogene Anatomie vorzuweisen, sehr typvoll, wunderschön. Ja, Peter, seine Frau, 3 Kinder, Rudi der Franzose, eine Katze und Hühner.
stehen die Legion für Buddy da und er genießt das. Dieser Hund besucht die Hundeschule, pflegt regelmäßigen Kontakt mit anderen Hunden und wird einmal die Woche für 1 Stunde von einem Privattrainer beäugt. Oh la la. Ein feiner Herr, der kleine Legionär. Natürlich sind Peter und Familie mit Buddy überglücklich, wurde mir mitgeteilt, und das ist natürlich ganz schön. Kurz mal zu Rudi, dem Franzosen. Rudi stellt den Haverer von Buddy dar. Haverer ist oder kommt aus dem österreichischen Dialekt und bedeutet nichts anderes als Freund. Also Buddy ist der Buddy von Rudi und umgekehrt. Ja. Also dieser französische Bulldog wird im August 8 Jahre alt und ist ein 17 Kilo schweres Muskelpaket. Er liebt alle in der Familie, und weil er über keinen Jagdtrieb verfügt, müssen sich auch die Hühner nicht vor ihm fürchten. Ihr besser aufpassen, dass Buddy nicht mal diese Hühner mit diesen Gummiquietschhühnern verwechselt. Ja, dann hat sie sich schnell mal ausgegackert. Rudi ist ein typischer Streitschlichter zu Hause und lässt den Sheriff raus, wenn es mal zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Kinder, Buddy und Katze kommt. Mit anderen Hunden kommt er gut zurecht, außer er wird angeknurrt, und dann zeigt er, weshalb er den Beinamen Bulldog im Rassenamen trägt, denn dann ist es ihm egal, ob sein Gegenüber 8 oder 80 Kilo schwer ist. Ja, Rudi befolgt alle Grundkommandos, solange es keine besonderen Vorkommnisse gibt. Er ist ein leidenschaftlicher Wachhund, der es liebt, auf der erhöhten Terrasse zu thronen und den Garten samt Umgebung zu scannen. Auch Rudi ist so wie Buddy ein für die Familie nicht wegzudenkendes und geliebtes Mitglied, und auch das ist schön, liebe Zuseher. Ja, mein Gesamtfazit zu diesen beiden tollen Hunden. Ja, beginnen wir mal mit Buddy, dem Cane Corso. Was soll ich Ihnen sagen? Die meisten von Ihnen wissen, wie ich zu dieser Hunderasse stehe. Fantastische Hunde. Über Buddy selbst kann man noch nicht so viel sagen. Das ist ein Jungrüde mit knapp 6 Monaten. Doch er weist eine sehr typvolle Anatomie vor. Gefällt mir wahnsinnig gut. Eine herrliche Farbe. Sie wissen schon, dieses Cane Corso typische Klavierlack-Schwarz, das so schön glänzt bei Sonneneinstrahlung. Ja, einen typvollen Kopf. Der Hund beginnt sich natürlich erst langsam auszuwachsen. Brauchen wir gar nicht darüber reden. Eine Sache hat mich besonders beeindruckt, das war der Erwerb von Buddy, wo es sich Peter überhaupt nicht leicht gemacht hat, und das zahlt sich aus. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Hund in der Hand von Peter, der sehr hunderfahren ist und welcher mir das Gefühl vermittelt, ein Top-Hundeführer zu sein, dass sich Buddy in seinen Händen zu einem prächtigen Cane Corso entwickeln wird. Auch bin ich davon überzeugt, dass dieser Hund anatomisch ein beeindruckender Rüde werden wird. Ja, ich werde versuchen, mit Peter weiterhin Kontakt zu halten, denn es würde auch mich interessieren, wie der Hund sich entwickelt. Sie wissen ja, ich bin ein Cane Corso-Fan. Ja, also wie gesagt, ich denke, er ist in guter Hand und entstammt einer guten Linie. Also Buddy gefällt mir unheimlich gut. Nun zu Rudi. Französische Bulldoggen liebe ich. Ich habe etwas über 3 Jahre am Flughafen gearbeitet, am Flughafen Wien-Schwechat, als Lader- und Gerätefahrer gearbeitet. Wir haben dort recht häufig Boxen mit Hunden verladen in die Flugzeuge, in die Flieger hinein. Ja, fragen Sie mich nicht weshalb, aber zu 90% verluden wir dort französische Bulldoggen. Also das war diese Rasse, die am häufigsten vorkam, als ich am Flughafen gearbeitet habe. Und in diesen Boxen befindet sich immer Wasser, einen Wassernapf drin, der oftmals verschüttet wird, wenn diese Boxen transportiert werden aufs Vorfeld zu den Fliegern, wo sie verladen werden. Wir hatten immer Wasserflaschen mit und sorgten immer dafür, nach dem Verzuren dieser Boxen im Laderaum, dass das nachgefüllt wird. Und vertrauen Sie mir, wenn ich in dieser Ladepartie dabei war, dann hatten die Hunde immer Wasser. Aber das können Sie sich sicher vorstellen. Auch war es immer so, dass wenn wir speziell Frenchies verladen haben, ja, dass diese Hunde derartig freundlich waren und ich mich nur schwer von ihnen losreißen konnte, dass oftmals mein direkter Vorgesetzter meinte, Ronny, komm, löst dich endlich, du hast jetzt genug mit ihnen gespielt, wir müssen weiter tun. Ja, ich komm schon.
Französische Bulldoggen, bei diesen Hunden fiel mir immer besonders auf, dass sie Fremden gegenüber extrem freundlich sind. Es mag den einen oder anderen Frenchie geben, der hier misstrauisch oder gar bösartig ist. Doch alle, die ich kennengelernt habe, waren extrem freundlich. Und wenn die sich dann freuen, wenn man sich mit ihnen befasst, ja, dieses Schnaufen, das sie dann von sich geben, der ganze Körper arbeitet, Sie wissen schon, das finde ich einfach entzückend. Ein Nachteil bei diesen Hunden ist der Fakt ihrer extrem kurzen Schnauzen. Hier hatte ja auch Peter mit Rudi ein Problem diesbezüglich, auch ein anderer Zuseher meines Kanals mit seinem English Bulldog, dem recht viel Gewebe aus dem Nasen, also im Innenbereich der Nase entfernt wurde. Der hat mir Bilder geschickt von dieser OP, vom entfernten Gewebe. Außerdem wurden ihm die Nasenöffnungen seitlich angenäht, damit sie vergrößert werden. Jetzt bekommt dieser Hund wieder Luft, denn der stand knapp vorm Ersticken. Wie gesagt, bei einem praktizierenden Spezialisten nicht weit von mir entfernt. Ich glaube, der hat sogar den Spitznamen Dr. Bulli, wenn mich nicht alles täuscht, der eben auf so derartig kurzschnäuzige Hunde spezialisiert ist. Ja, dieses Problem tritt auf bei Bulldoggenrassen, war früher auch weit häufiger noch beim deutschen Boxer. Ich glaube, hier entwickelt sich das Ganze wieder ein bisschen ins Positive, beim Mops etc. etc. Wie gesagt, das ist der Nachteil bei derartig kurzschnäuzigen Hunderassen. Generell möchte ich sagen, ist Rudi ein toller Frenchie, obwohl die französischen Bulldoggen nicht in mein Beuteschema fallen, begeistern sie mich. Sie haben tolle Charaktere, sind wahnsinnig tolle Familienhunde und wie Sie auch von Rudi jetzt erfahren haben, sind es oftmals sehr gute Wachhunde. Ja? Also im Bereich Schutzhund sind wir da weit entfernt, da muss sich Peter dann schon auf Buddy in Zukunft dann verlassen. Ja, aber französische Bulldogge generell ist ein toller Hund. Und auch Rudi gefällt mir sehr gut. Lieber Peter, es war mir eine Freude, deine beiden Hunde hier präsentieren zu dürfen. Ich wünsche dir noch viele, viele, viele schöne Jahre mit diesen beiden Kapazundern und würde mich freuen, wenn du mir hier und da mal ein Bild des heranwachsenden Legionärs schicken könntest. Ja? Liebe Grüße nach Bad Vöslau. Ja, liebe Zuseher, ich möchte auch Sie herzlichst dazu einladen, mir Bildmaterial Ihres Hundes zu schicken, aussagekräftige Info, eventuell kleine Videoclips, kurze Videoclips. Wenn Sie möchten, präsentiere ich auch Ihren Hund, egal welche Rasse, welches Geschlecht, sowieso kastriert, nicht kastriert, kann auch ein Mix sein. Herzlich willkommen, Mixe sogar. Schicken Sie mir das Ganze an meine E-Mail-Adresse, die finden Sie am Ende der Kanalinfo. Wenn Sie wollen, schlagen Sie zu. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Es war's schon wieder.